Das Verb ist der König im Satz. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute lernst du mal wieder mehr in einem Video als andere in einem Jahr Deutschkurs. Es geht um den wichtigsten Teil im Satz, das Verb. Schau mal. Georg schläft, Georg hat geschlafen und Georg hat nicht schlafen können. Du siehst in jedem Satz unterschiedlich viele Verben, aber alle haben eins gemeinsam. Jeder Satz hat nur ein Prädikat. Was ist das? Das ist das Verb bzw. die Verben im Satz. Satz 1, ein Verb, ein Prädikat. In Satz 2 gibt es 2 Verben, ein Prädikat. In Satz 3 sind es sogar 3 Verben, aber nur ein Prädikat. Es gibt auch Sätze mit 4 Verben. Georg hat operiert werden müssen. Wie viele Prädikate siehst du? Richtig, 1. Also, alle Verben in einem Satz zusammen nennt man Prädikat. Egal, ob das ein Verb ist, 2, 3 oder 4. Klar? Das ist die Basis der deutschen Grammatik und vor allem des Satzbaus, denn jeder Satz baut auf dem Prädikat auf. Es ist eine von 5 Funktionen und wenn du die kennst, dann hast du den Code der deutschen Grammatik geknackt. Die anderen 4 Funktionen sind Subjekt, Objekt, Adverbial und Attribut. Du lernst alle 5 in meinen Videos, also bleib dabei. Und damit du noch mehr lernst, hol dir das kostenlose Lernpaket der Linkster Academy. Der Link ist unter diesem Video. Darin ist auch die Zusammenfassung des heutigen Videos mit einer schönen Übersicht für dich. Also, Frage an dich. Was braucht ein Satz mindestens? Bestimmt denkst du jetzt, ein Prädikat. Und damit hast du recht, denn das ist der zentrale Teil im Satz und alle anderen Informationen gehören irgendwie dazu. Du kannst natürlich auch Verb sagen, das ist die Wortart, also die Form, sowie Adjektiv oder Artikel, und Prädikat ist die Aufgabe im Satz, also die Funktion. Ein Prädikat gibt es in jedem Satz, egal ob Hauptsatz oder Nebensatz. Und normalerweise auch ein Subjekt, aber der Rest, also Objekte, Adverbiale, Attribute, die können im Satz vorkommen, müssen sie aber nicht. Schau mal. Georg schläft. Mein lieber Freund Georg schläft seit 3 Stunden in seinem Pyjama auf der Couch. Im ersten Satz siehst du das Minimum an Information. Im zweiten stehen noch mehr Infos, aber beide sind Sätze. Soweit klar, oder? Dann schauen wir uns mal alle möglichen Prädikate und ihren Satzbau an, denn Verben haben auch eine bestimmte Reihenfolge im Satz. Julia erklärt eine Grammatikregel. Das Prädikat ist das Wort erklärt. Es ist ein Verb im Präsens, in der 3. Person Singular, denn Julia ist sie. Julia erklärte eine Grammatikregel. Jetzt hat das Prädikat die Form eines Präteritums. Es ist aber immer noch die 3. Person Singular. Wenn ich aber sage, die 2 Lehrer erklärten eine Grammatikregel, dann ändert sich die grammatische Person. Es ist jetzt nicht mehr die 3. Person Singular, sondern Plural. Das Präteritum ist eine Zeit der Vergangenheit und wird vor allem beim Schreiben benutzt. Julia hat eine Grammatikregel erklärt. Funktion Prädikat, Form Perfekt und das besteht aus 2 Verbformen, dem Hilfsverb haben im Präsens und einem Partizip 2. Das Perfekt ist eine Zeit der Vergangenheit, die vor allem beim Sprechen benutzt wird. Julia hatte eine Grammatikregel erklärt. Funktion, Prädikat, Form, Plusquamperfekt. Und das besteht auch aus 2 Verbformen,
dem Hilfsverb haben und einem Partizip 2. Achtung, das Hilfsverb steht jetzt im Präteritum. Das Plusquamperfekt benutzt man normalerweise zusammen mit einem Perfekt oder auch Präteritum, wenn eine Sache vor der anderen passiert. Zum Beispiel, nachdem ich gegessen hatte, ging ich ins Bett. Nun fehlen noch 2 Zeiten, dann hast du sie alle. Julia wird eine Grammatikregel erklären. Funktion, Prädikat, Form, Futur 1. Und das besteht ebenfalls aus 2 Verbformen, einem Hilfsverb, dem Hilfsverb werden und einem Infinitiv. Das ist die Grundform von Verben. Das Futur kannst du neben dem Präsens benutzen, um über die Zukunft zu sprechen. Weiter geht's mit dem Futur 2. Julia wird eine Grammatikregel erklärt haben. Funktion, Prädikat, Form, Futur 2 und das besteht sogar aus 3 Wörtern, dem Hilfsverb werden und einer Kombination aus Partizip 2 und dem Infinitiv. Du benutzt das, um über etwas zu sprechen, das in der Zukunft schon beendet ist. Also zum Beispiel, nach diesem Video werde ich alle Regeln erklärt haben. Das waren unsere 6 Zeiten, auch Tempora genannt, in der normalen Form, im sogenannten Indikativ. Daneben gibt es aber auch noch den Konjunktiv und das ist eine Möglichkeitsform, Wunschform oder die indirekte Rede. Julia würde gerne eine Grammatikregel erklären. Funktion, Prädikat, Form, Konjunktiv 2. Und der besteht aus dem Hilfsverb würde, das ist der Konjunktiv von werden und dem Infinitiv. Den Konjunktiv gibt es zum Glück nur in 2 Zeiten, der Gegenwart, auch für die Zukunft, und der Vergangenheit. Und dann gibt es noch den Konjunktiv 1. Die Zeitung berichtet, Julia erkläre Grammatikregeln auf YouTube. Funktion, wie immer Prädikat, Form, Konjunktiv 1, den findet man vor allem in der Zeitung und in den Nachrichten, sehr selten beim Sprechen. Auch hier gibt es zum Glück nur 2 Zeiten, eine für die Gegenwart und die Zukunft und die andere für die Vergangenheit. Dann gibt es noch einen dritten Modus neben dem Indikativ und dem Konjunktiv. Es ist der Imperativ. Julia, erklär mal eine Grammatikregel. Funktion, Prädikat. Form, Imperativ, 2. Person Singular, weil du die erklären sollst. Also ich, also du. Der Imperativ ist die Befehls- oder Aufforderungsform. Und weil man nur eine Person oder mehrere Personen direkt ansprechen kann, gibt es auch nur 2 Formen dafür. Eine Du-Form und eine Ihr-Form. Und natürlich die höflichen Formen dazu. Frau Brot, erklären Sie bitte eine Grammatikregel? Natürlich. Diese Form sieht aus wie der Infinitiv, gilt aber für eine oder für mehrere Personen, die man siezt. Okay, einmal kurz durchatmen, denn eine Sache kommt noch zum Abschluss, das Genus Verbi. Genus was? Aktiv und passiv. Julia erklärt eine Grammatikregel. Das ist ein Aktivsatz, denn Julia ist aktiv und erklärt. Was macht die Grammatikregel? Nichts, sie ist passiv. Eine Grammatikregel wird von Julia erklärt. Das ist ein Passivsatz, denn jetzt steht nicht Julia im Fokus, die erklärt, sondern die Grammatikregel, die erklärt wird. Funktion, Prädikat, Form, Passivpräsens. Das Hilfsverb ist werden und der hintere Teil ist das Partizip 2. Auch das Passiv gibt es in den 6 verschiedenen Zeiten, es ändert sich aber nur das Hilfsverb. Hol dir das kostenlose Lernpaket, denn darin habe ich dir eine schöne Übersicht mit allen Zeiten sowie dem Satzbau in Haupt- und Nebensatz gemacht, auch mit Modalverben, denn da wird's etwas länger.
Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und schreib mir, was du als nächstes lernen möchtest. Ich sag Tschüss, bis bald, deine Julia.